Ganz genau, denn Carsten Linnemann ist bei uns, CDU-Generalsekretär. Schönen guten Morgen, Herr Linnemann. Also, jetzt geht es natürlich auch ein bisschen um die Deutungshoheit dieses Duells. Wenn man jetzt der Forschungsgruppe Wahlen glaubt, dann hat Olaf Scholz dieses Duell knapp für sich entschieden, kam demnach glaubwürdiger und sympathischer rüber als Friedrich Merz. Und auch bei den Frauen kam Friedrich Merz demnach doch deutlich schlechter an. Was glauben Sie, woran liegt's? Also wenn ich jetzt 3 Jahre auf der Insel gewesen wäre, ohne Medien, wäre zurückgekommen, hätte dieses Duell gesehen, dann hätte ich gedacht, dass die Ampel die beste Regierung aller Zeiten war. So kam mir Herr Scholz vor. Ja. Er hat so getan, als ob alles super ist und als ob es weiter so gehen soll. Und ich finde, es soll nicht so weitergehen. Und das hat Friedrich Merz deutlich gemacht. Und ich war auch überrascht, gebe ich zu, über diese Umfrage bei Forschungsgruppe Wahlen. Andere Umfragen haben ein anderes Ergebnis gezeigt. Ich bin froh, dass bald die Wahl ist. Ich glaube, es gibt eine Überraschung. Ich glaube, dass wir besser abschneiden, als es viele für möglich halten. Also diese, sagen wir mal, Nachbefragungen für Sie nicht wirklich repräsentativ? Nein, ich nehme das zur Kenntnis, klar. Jeder Politiker, der sagt, ich schaue mir diese Umfragen nicht an und schaue nur aufs Wahlergebnis, der lügt. Eigentlich, Herr Linnemann, gab es laut Regelwerk nur Stift und Notizblock. Und dann hat aber der Friedrich einen gelben Zettel aus der Tasche gezogen. Warum denn das? Ich fand das gut. Weil wenn ich jemanden zitiere, muss ich das genau machen. Muss schon genau sein. Wir haben ja bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, wann war das? Im Elfmeterschießen mal gewonnen. Da gab es auch diesen kleinen Lehmann. Zettel. Ja. Genau. Ich fand das keck. Was stand drauf? Das Zitat von Herrn Scholz, Sonst nichts. dass Ja. er gesagt hat, ich darf nicht schauen, wie andere abstimmen, sondern muss meiner Überzeugung folgen. Und das haben wir letzte Woche im Bundestag gemacht. Und die SPD hat nicht mitgemacht, obwohl sie eigentlich alle Punkte teilt. Und deswegen hat die SPD aus wahltaktischen Beweggründen nicht zugestimmt. Wir haben aus Überzeugung zugestimmt und das war richtig. Herr Linnemann, lassen Sie uns kurz noch mal jetzt aufs Faktische gehen, vor allem auf die nähere Zukunft. Also laut Umfragen, klar, die Union vorn. Koalitionsfragen kann man natürlich vor der Wahl nicht klären. Ja, aber man muss noch mal die Frage stellen, warum so eine Offensive, eine Gegenoffensive gegen die FDP, mit der man ja sehr, sehr nah und tatsächlich sehr nah und zusammen ist, was so viele Punkte betrifft. Und dann auf einmal heißt es von der CDU, jede Stimme für die FDP ist eine vergebene Stimme, wählt uns. Also ich finde, eine liberale Partei gehört in den Deutschen Bundestag. Das ist extrem wichtig. Trotzdem haben wir ein neues Wahlrecht. Und die Zweitstimme entscheidet, ob die Erststimme zieht. Das heißt, es kann sein, dass Wahlkreise gezogen werden. Also man gewinnt einen Wahlkreis und kommt hinterher nicht in den Deutschen Bundestag. Also laut Umfragen, ich kenne die aktuellen jetzt nicht, in Bezug auf den Wahlkreis, sind im Moment 3 Wahlkreise werden gewonnen in Baden-Württemberg von der CDU. Aber die Kandidatin oder der Kandidat kommt trotzdem nicht in den Bundestag. Wenn aber die Zweitstimmen sehr stark sind, kommen alle von der CDU rein. Mit anderen Worten, jeder kämpft für sich und die Zweitstimme war noch nie so wichtig wie im Moment. Und deswegen werden alle Parteien für beide Stimmen kämpfen. Ist das trotzdem ein Grund sozusagen zu behaupten, dass es eine vergebene Stimme ist, wenn man für die FDP wählt? Das ist doch ein bisschen hart. Eine vergebene, eine verlorene Stimme ist die Stimme an die AfD, das muss man sagen. Wenn jemand die AfD wählt aus Protest, weil er unzufrieden ist, kann er das machen. Aber er muss wissen, am 24. Februar ist diese Stimme nichts mehr wert. Und wer einen Politikwechsel will, dass es wirklich nicht weiter so geht, wie gestern Herr Scholz gesagt hat, sondern dass es Änderungen gibt bei Migration, der Wirtschaftspolitik und beim Sozialstaat, Stichwort Bürgergeld, der muss CDU wählen. Interessanterweise hat Christian Lindner diesen Satz genauso gestern in Potsdam formuliert. Wenn die CDU wirklich einen Politikwechsel anstrebe, dann ginge das ohne die FDP nicht. Sonst wäre Merz nämlich nichts anderes als jemand, der einfach nur unter Macht greife und einfach nur Kanzler werden wolle, aber eben nichts für Deutschland wirklich verändern wolle. Ja, ich würde mich freuen, wenn die FDP erfolgreich ist und hinterher, weiß ich nicht, 6, 7, 8% holt und wir auch eine Option haben, mit der FDP zu regieren. Aber das muss Herr Lindner jetzt machen. Da kann ich ihm nicht bei helfen. Na, da wird er sich auf jeden Fall reinhängen. Schauen wir ein bisschen über den Tellerrand. Herr Linnemann, das große Ganze, Donald Trump, der ja vom Prinzip vergeht kein Tag, in dem er der Welt nicht droht. Momentan sind es mal wieder Zölle und die könnten und würden auch Deutschland betreffen. Droht da aus Ihrer Sicht tatsächlich sowas wie ein Wirtschaftskrieg mit den USA? Am Ende hat keiner ein Interesse daran, weil beide darunter leiden werden. Wir müssen mit Stärke reagieren, so hart es ist. Da muss ich aber als Europa insgesamt reagieren und sagen, dann gibt es halt auch bei uns Zölle. Und in dem Moment setzt man sich zusammen und redet darüber. Und am Ende fallen hoffentlich viele weg. Nur so geht's. Aber wenn man schwach bleibt, so wie im Moment, wird es nicht funktionieren. Und deswegen wird Friedrich Merz
unterschätzt im Bereich seiner europäischen Expertise, im Bereich seiner internationalen. Er wird auf dieses Europa setzen und wird ein starkes Europa Trump gegenüberstellen. Trump wird nur wirtschaftliche Stärke wahrnehmen. Das ist die Währung, sonst nichts. Ich möchte noch mal auf die ganzen Demonstrationen zurückkommen, die jetzt gerade im Land laufen. Und da sehen wir eben auch, das sind jetzt nicht die klassischen Demos nur gegen rechts, gegen die AfD, sondern da wird teilweise ganz explizit eben auch gegen Friedrich Merz demonstriert und die CDU eben damit auch doch sehr nah in die Ecke der AfD mit reingerückt. Und jetzt hören wir auch, dass viele dieser Demos tatsächlich finanziert mitfinanziert werden von Regierungsorganisationen. Ja. Was sagen Sie dazu? Also erstens sage ich, wir müssen ein bisschen aufpassen. Sie haben das gerade auch gesagt, Demonstrationen gegen rechts, gegen die AfD. Wir sollten schon sagen, gegen Rechtsradikale, gegen Rechtspopulisten. Mitte rechts, das Parteienspektrum ist ein Parteienspektrum, was wir so zulassen müssen. Ansonsten ist ja auch konservativ gleich rechtsradikal. Wir sind konservativ als CDU und wir lassen uns nicht in die rechtsradikale Ecke, auch nicht in die rechte Ecke stellen, sondern konservativ sein gehört mitten ins Spektrum rein. Und ich bin froh, dass meine Partei auch diese Säule wieder stärker erwähnt. Und das andere muss einfach transparent gemacht werden. Es kann nicht sein, dass es Steuergelder gibt, wo Mitarbeiter bezahlt werden, die Demos organisieren. Ich sag mal, am Ende des Tages, solange alles friedlich verläuft, ja, gestern beispielsweise oder vorgestern in München, so wie ich das sehe, war das alles friedlich. Ist das völlig in Ordnung, bin ich auch froh, in einem Staat zu wohnen, wo das geht. Aber da, wo es nicht friedlich ist, wir haben eben im Vorgespräch einige Beispiele gesehen in Borken, wo jemand CDU-Politiker angreifen wollte. Da hört es auf. Und da erwarte ich übrigens auch mal eine Distanzierung des Kanzlers. Weil Gewalt gehört nicht zur Demokratie. Wer Gewalt anwendet, ist Feind der Demokratie. Absolut, Herr Linnemann. Dankeschön für dieses spannende Interview. Danke Ihnen.